Wie gut ist dein Deutsch? Heute testen wir dich. Hallo und herzlich willkommen in der Linkster Academy. Ich bin deine Deutschlehrerin Julia und dieses Video ist ein Muss für jeden, der Deutsch lernt. Du wirst heute nicht nur erfahren, auf welchem Niveau du in Deutsch bist, sondern auch, wie du auf das nächste Niveau kommst. Um das zu messen, gibt es einen Standard in Europa, den GER. Das ist der gemeinsame europäische Referenzrahmen. Er ist also eine Referenz für dich, damit sich deine Deutschkenntnisse in eine von 6 Niveaustufen einteilen lassen. Von A1 für Anfänger bis C2. Und das sind schon muttersprachliche Kenntnisse. Egal, ob du Deutsch für die Schule, das Studium oder den Beruf brauchst, es geht immer um Kenntnisse beim Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen und natürlich in der Grammatik. Es ist ganz wichtig, diese Fertigkeiten regelmäßig zu trainieren, damit du gute Fortschritte machst und dir alles merken kannst. Ich werde dir nun die 6 Stufen im Detail beschreiben und erklären, welche Themen auf jeder Stufe wichtig sind. So kannst du überprüfen, wo du momentan stehst und was dir noch fehlt, um das nächste Niveau zu erreichen. Das ist aber nicht alles. Du kannst auch direkt den Einstufungstest der Linkster Academy machen, denn dann weißt du ganz genau, auf welchem Niveau du bist. Beginnen wir mit dem Niveau A1. Auf der niedrigsten Stufe kann man ganz einfache Situationen im Alltag meistern. Dazu gehört es, sich vorzustellen, sowie über Familie und Hobbys zu sprechen. Man kann einfache Texte mit simplen Sätzen verstehen, zum Beispiel ich heiße Mona, ich komme aus Deutschland, ich esse gerne Pizza. Man kann einfache Fragen verstehen, wie etwa woher kommst du, was machst du und Anweisungen wie setz dich oder mach bitte die Tür zu. Welche Grammatikthemen sind für A1 wichtig? Natürlich das Präsens der Verben, der Imperativ, Personalpronomen, das Perfekt, Modalverben, trennbare Verben, einfache Adjektive, ein paar Präpositionen der Zeit und des Ortes, natürlich die Artikel von Nomen und der einfache Satzbau im Hauptsatz. Dazu gehören die Konjunktionen und, oder, aber sowie denn. Wir machen weiter mit dem Niveau A2, da wird es ein bisschen komplexer. Man kann an einfachen Unterhaltungen über Themen im Alltag teilnehmen, zum Beispiel über Freizeitaktivitäten oder die Arbeit. Man versteht kurze Gespräche über bekannte Themen wie Einkaufen oder die Tagesplanung und einfache Artikel, Anleitungen oder Reiseinformationen in Lesetexten. Man kann simple Texte schreiben, dazu gehört zum Beispiel eine E-Mail an einen Freund, in der man über einen Urlaub berichtet. Welche Grammatikkenntnisse hat man auf dem Niveau 2? Das Präteritum ist ganz wichtig, reflexive Verben, aber auch Nebensätze mit weil, wenn, als etc. und simple Relativsätze. Dann natürlich der Akkusativ und Dativ, entweder in Objekten oder Adverbialen, Fragewörter wie was für ein oder mit wem. Bei den Adjektiven kommt der Komparativ dazu, also größer, schneller und weiter. Verschiedene Artikelwörter wie dieser, meine, ihre und schon ein paar höfliche Formen und Ratschläge mit dem Konjunktiv 2. Und wie sieht es auf dem Niveau B1 aus? Da hat man schon fortgeschrittene Kenntnisse, denn die Grundlagen des Deutschen lernt man auf dem A-Niveau. Auf B1 kann man dann schon längere Texte verstehen und darüber diskutieren.
Dazu zählen Themen aus der Gesellschaft sowie alltägliche Situationen. Man kann ein Thema mündlich präsentieren und seine Meinung und Ideen in verschiedenen Bereichen äußern. Man kann Dialoge führen und nach komplexeren Informationen fragen, zum Beispiel über einen Hotelaufenthalt. Man versteht schon die wichtigsten Inhalte längerer Gespräche oder Interviews. Außerdem ist man in der Lage, zusammenhängende Texte mit der eigenen Meinung sowie sinnvollen Argumenten zu verfassen, Informationen zusammenzufassen und höfliche Mails zu schreiben. Beim Lesen versteht man komplexe Texte, wie zum Beispiel Zeitungsartikel oder fiktionale Geschichten in ihrer Kernaussage. Was braucht man in der Grammatik? Im Prinzip erstmal alles, was man auf dem A-Niveau lernt, aber länger und mit schwierigeren Wörtern. Dazu zählen Relativsätze und Allgemeinnebensätze mit Konjunktionen. Es kommen Strukturen wie zu plus Infinitiv dazu, Doppelkonjunktionen, zum Beispiel nicht nur, sondern auch, der Genitiv, das Futur 1 mit werden, das Passiv und man vertieft den Konjunktiv 2 für Irreales und Wünsche und bei Adjektiven lernt man den Superlativ vor Nomen. Allgemein spielt das Thema Kasus natürlich eine große Rolle mit allen Endungen von Artikeln, von Adjektiven und Pronomen in den 4 Fällen. Ganz wichtig ist der komplexe Satzbau. Wo stehen die Satzteile, Objekte, Adverbiale und natürlich die Verben in einem längeren Nebensatz? Dann kommt das Plusquamperfekt dazu, Partizip 1 und 2 als Adjektive und das grammatische Phänomen der Endeklination. Nun kommen wir zum Niveau B2 und auf dieser Stufe kann man die Sprache schon komplett selbstständig verwenden. Man kann nicht nur ein fließendes und spontanes Gespräch mit Muttersprachlern ohne größere Anstrengung führen, sondern auf dem eigenen Spezialgebiet auch Fachdiskussionen, in denen man klar und detailliert über bestimmte Sachverhalte und Standpunkte sprechen kann. Man kann die Hauptinhalte komplexer Texte über ein breites Spektrum an konkreten und abstrakten Themen verstehen und sich angemessen dazu äußern. Sowohl schriftlich als auch mündlich. Schriftlich ist man in der Lage, einen Standpunkt zu einer aktuellen Frage zu erläutern und die Vorteile sowie Nachteile dazu anzuführen. Man kann sowohl Beschwerden als auch Beiträge in einem professionellen Kontext verfassen und umfassende Informationen einholen. Man ist in der Lage, die Kerninhalte langer Texte problemlos zu verstehen, auch von literarischen Werken. Man versteht längere Vorträge, Serien und Filme sowie Podcasts und einen Großteil der Nachrichten. Und welche Grammatik braucht man? Die gute Nachricht zuerst. Im Prinzip lernt man alle restlichen Themen der Grammatik auf dem Niveau B2. Das heißt, dass auf dem C-Niveau eigentlich nichts Neues dazukommt. Sätze werden nur sehr viel länger und schwieriger, aber es gibt keine neuen Themen. Gut, oder? Man lernt vor allem Textkonnektoren, damit Texte eine saubere Struktur haben und Sätze inhaltlich aufeinander aufbauen. Mit dem Futur 2 hat man dann alle 6 Zeiten gelernt. Aber Achtung, die gibt es auch im Passiv und das wird dann schon etwas komplizierter. Da musst du auch den Unterschied zwischen Vorgangspassiv und Zustandspassiv sowie Passiversatzformen kennen. Auch die Vergangenheit des Konjunktiv 2 ist wichtig, genauso wie die indirekte Rede mit dem Konjunktiv 1. Auf diesem Niveau sind Nomen-Verb-Verbindungen von ganz besonderer Bedeutung. Da geht es zwar einerseits um Grammatik, aber vor allem um den Wortschatz. Auch Relativsätze werden komplexer.
Die können mit dem Genitiv und Präpositionen gebildet werden. Partizip 1 und 2 kannst du dann schon als Adjektive benutzen. Aber wie steht es mit dem Gerundivum, also ein zulesender Text? Du siehst, das B2-Niveau ist sehr hoch. Wenn du das mal geschafft hast, dann hast du das Schlimmste hinter dir. Und was kommt dann noch auf dem Niveau C1? Im Prinzip ist man dann auf dem Niveau, auf dem man alles problemlos verstehen und kommunizieren kann, ohne nach Wörtern suchen zu müssen. Man kann seine Gedanken ganz präzise und nahezu fehlerfrei ausdrücken und an jeder anspruchsvollen Diskussion teilnehmen, schriftlich sowie mündlich. Auch das Lesen und Hören verlaufen problemlos. Man kann selbst lange Texte mit impliziter Bedeutung verstehen und detaillierte Informationen extrahieren und zusammenfassen. Lange Vorträge mit Fachwörtern können gut gemeistert werden, genauso wie das Lesen von Fachliteratur sowie literarische Werke von hoher Komplexität. Man kann einen gut strukturierten und anspruchsvollen Bericht verfassen, und wenn man geübt hat, ist man sogar in der Lage, einen wissenschaftlichen Text zu schreiben. Wie gesagt, die Grammatik ist nichts Neues, es wird alles nur länger, anspruchsvoller und inhaltlich vielseitiger. Und als letztes noch das C2-Niveau, das ist eigentlich selbsterklärend, denn man kann im Grunde alles, was ein Muttersprachler auch kann. Heißt, mühelose Verständigung in jeder Situation. Natürlich auch umgangssprachlich. Man kann sogar den Dialekt eines Muttersprachlers verstehen, sprechen muss man ihn aber nicht, keine Sorge. Selbst feine Nuancen versteht man, dazu gehören Ironie, Metaphern und alle möglichen Redewendungen. Man kann sowohl professionelle als auch literarische Texte schreiben, sowie schriftliche Arbeiten jeder Art anfertigen. Alles in allem hat man auf diesem Niveau alles gelernt, was man für das sprachliche Leben braucht. Auch grammatikalisch kennt man jedes Phänomen und kann es in die eigene Sprache integrieren. Zum Abschluss beantworte ich dir noch die Frage, wie du das nächste Niveau erreichst. Nochmal, und das ist ganz wichtig, alle 4 Fertigkeiten, Lesen, Hören, Schreiben und Sprechen sowie die Grammatik, sollten regelmäßig und parallel trainiert werden. Denn wer nur liest, lernt nicht sprechen, und wer nur hört, lernt nicht schreiben. Wie kannst du das Lesen verbessern? Lies jeden Tag etwas. Es gibt Romane für Deutschlerner auf niedrigem Niveau. Im besten Fall liest du etwas, für das du dich interessierst, denn dann lernt es sich am leichtesten. Probier doch mal meinen Romankurs Ein Semester in Köln in einfachem Deutsch. Dort bekommst du auf über 100 Seiten mit Hörbuch und Quiz so viel Lesepraxis, dass dir das Verstehen viel leichter fallen wird. Mehr Infos findest du unter dem Video. Das Gleiche gilt übrigens auch beim Hören. Versuche die deutsche Sprache in deinen Alltag zu integrieren, indem du Filme und Serien schaust, Podcasts und deutsche Lieder hörst. Jedes bisschen hilft dir auf deinem Weg. Wenn du einen Text zum Audio hast, trainierst du Hören und Lesen gleichzeitig, und das ist optimal. Wie kannst du das Schreiben verbessern? Schreibe regelmäßig. Das kann ein Tagebuch sein, du kannst deutsche Texte abschreiben oder dir Informationen zusammenfassen. Dazu ist es wichtig, die deutsche Rechtschreibung, Zeichensetzung und den Satzbau zu beherrschen. Wenn du mit dem Thema Grammatik und Schreiben allgemein noch Schwierigkeiten hast, dann empfehle ich dir meinen Grammatikkurs, denn dort lernst du nicht nur alle wichtigen Themen, sondern auch Schreiben und bekommst Textkorrekturen von mir. Beim Sprechen ist eine gute Aussprache super wichtig. Wenn du jemanden zum Sprechen hast, ist das natürlich am besten.
aber du kannst auch einfach einen deutschen Text mit einer Audiodatei anhören und nachsprechen. Wenn du dich selbst mit dem Handy aufnimmst und es später mit der originalen Version vergleichst, dann hörst du ganz genau, was du noch besser machen kannst. Ja, und das war's auch schon wieder für heute. Ich weiß, das C-Niveau zu erreichen ist eine große Herausforderung, aber du kannst das schaffen mit Fleiß, Motivation und natürlich der richtigen Lehrerin an deiner Seite. Ich wünsche dir auf deinem Weg alles Gute und ganz viel Erfolg. Deine Julia.